Hi, ich bin Julia, Customer Success Managerin hier bei Userlike. Ich freue mich, Ihnen heute einen kurzen Überblick zu WhatsApp Campaigns zu geben. In dieser Demo schauen wir uns die wichtigsten Punkte an, die Sie für den Start wissen müssen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Abonnenten für Ihren neuen Marketingkanal sammeln, WhatsApp-Vorlagen erstellen, Zielgruppen anlegen, Ihre erste Kampagne versenden und den Erfolg anschließend messen können. Doch bevor es losgeht, warum sollten Unternehmen überhaupt Inhalte an ihre Kunden auf WhatsApp verschicken? Ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie könnten interaktive Newsletter und exklusive Werbeaktionen direkt an den persönlichsten Ort Ihrer Kunden senden. Ihren WhatsApp-Posteingang. Im Wettbewerb heute ist es wichtiger denn je, sich mit Ihrer Marke von der Masse abzuheben. Mit WhatsApp Campaigns gelingt Ihnen genau das. Erzielen Sie Öffnungsraten von über 80% und steigern Sie Ihren Umsatz nachweislich mit dem innovativsten Marketingkanal. Unternehmen wie Rewe, Titus und Salamander machen es vor und nutzen WhatsApp-Newsletter bereits erfolgreich, um näher an ihre Kunden zu sein. Lassen Sie uns jetzt einen Blick in unsere Software werfen und ich zeige Ihnen, wie Sie in nur wenigen Schritten Ihre eigene WhatsApp-Kampagne mit Userlike erstellen können. Zu Beginn legen Sie fest, wie sich Kunden für Ihren WhatsApp-Newsletter anmelden. Und dahinter verbirgt sich viel mehr als ein Standard-Anmeldeprozess. Anhand der hier erhobenen Informationen können Sie Ihre Kampagnen später zielgruppengerecht versenden und so noch relevantere Verbindungen herstellen. In dieser Demo werden wir heute beispielhaft eine Kampagne für eine Tierhandlung vorbereiten. Bereiten Sie eine freundliche Willkommensnachricht vor, in der Sie Ihre Kunden begrüßen und die für Ihren Anwendungsfall wichtigen Kriterien abfragen. Ich kann die Begrüßungsnachricht anpassen. Außerdem möchte ich herausfinden, welches Tier die Kunden zu Hause haben. Mit Userlike haben Sie auch die Möglichkeit, einen Postleitzahlfilter zu verwenden. Wenn unsere Tierhandlung mehrere Standorte hat, kann ich Kunden später zielgerecht Angebote im Markt in ihrer Nähe schicken. Oder Sie verwenden WhatsApp Flows für eine noch detailliertere Segmentierung mit mehreren Fragen. Um proaktiv WhatsApp-Kampagnen zu versenden, benötigen Sie zunächst die Zustimmung Ihrer Abonnenten. Sobald Sie Ihren Kampagnenkanal eingerichtet haben, ist es daher an der Zeit, Ihre Zielgruppe aufzubauen. Einfach und unkompliziert geht das zum Beispiel über einen QR-Code, den Sie direkt bei uns im System generieren können. Einmal erstellt, können Sie diesen flexibel auf Materialien wie Broschüren, E-Mail-Signaturen oder Visitenkarten einbinden. So wie ich es hier habe. Ihre Kunden können den Code einfach scannen und sich für Ihren WhatsApp-Newsletter anmelden. Wenn Sie bereits eine Liste mit Abonnenten haben, können Sie auch eine CSV-Datei mit den Daten in Userlike direkt hochladen. Als nächstes erstellen wir eine Kampagnenvorlage. Verwenden Sie Medien wie Bilder, Videos oder Dokumente, um Ihre Kampagnen noch ansprechender zu gestalten. Unser Tierladen hat eine tolle Rabattaktion geplant, die wir gerne über WhatsApp mit unseren Kunden teilen möchten. Füge ein schönes Bild ein, schreibe einen kurzen Text und packe noch einen Rabattcode dazu. Platzhalter ermöglichen Ihnen, die Nachricht zu personalisieren, wie Sie es auch von E-Mail-Newslettern gewohnt sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Text flexibel zu formatieren und verschiedene Call-to-Action-Buttons hinzuzufügen. So können Sie zum Beispiel einen Link zu Ihrer Webseite oder Ihrem Prospekt einfügen, wo Kunden mehr erfahren können. Möchten Sie Ihre Kampagne an alle Abonnenten oder an eine ausgewählte Zielgruppe verschicken? Indem Sie Ihre Zielgruppe zum Beispiel nach Interessen segmentieren, maximieren Sie die Effektivität Ihrer Kampagne und senken gleichzeitig Ihre Kosten. Filtern Sie Ihre Abonnenten mit vordefinierten Optionen oder solchen, die Sie selbst festlegen. Wir hatten bei der E-Newsletter-Anmeldung ja abgefragt, welches Haustier unsere Kunden haben. Jetzt kann ich diese Information nutzen, um Zielgruppen für verschiedene Haustierbesitzer zu erstellen. Und es kann losgehen. Zeit, unseren ersten WhatsApp-Newsletter zu verschicken. Wählen Sie zunächst die passende Vorlage für Ihr Kampagnenziel aus. Wir nehmen die Vorlage, die wir gerade gemeinsam erstellt haben. Passen Sie diese an, indem Sie das Titelbild aktualisieren und die Platzhalter bearbeiten. Sie können Ihren Workflow optimieren, indem Sie separate Platzhalter für Variablen wie Rabattcodes erstellen. So können Sie die Details für zukünftige Kampagnen einfach aktualisieren und sparen Zeit bei der Erstellung neuer Vorlagen. Sobald Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie Ihre Zielgruppe aus.
In unserem Fall ist der Rabattcode für alle Tierbesitzer relevant. Deshalb verschicke ich die Kampagne an alle Abonnenten. Senden Sie Ihre Kampagne sofort oder planen Sie den Zeitpunkt. Und da ist sie auch schon. Wie Sie sehen, Kampagnen mit WhatsApp zu verschicken ist schnell, unkompliziert und zielgerichtet. Gehen Sie zur Kampagnenübersicht, um Informationen über den Status Ihrer Kampagne und Berichte wie Zustell- und Leseraten einzusehen. So können Sie die Wirksamkeit Ihrer Kampagnen messen und für die Zukunft optimieren. Und das war's auch schon für unseren Schnelldurchlauf durch WhatsApp Campaigns. Neugierig geworden? Probieren Sie es einfach selbst aus. Stellen Sie sich einen Account auf unserer Webseite userlike.com und testen Sie WhatsApp Campaigns 14 Tage kostenlos. Als deutsche Software und mit über 10 Jahren Erfahrung im Markt unterstützen wir mit Userlike bereits Marken wie Toyota, Decathlon und Hermes erfolgreich in ihrer Kundenkommunikation. Machen auch Sie den ersten Schritt, um Ihren Kunden mit interaktiven Newslettern und Werbeaktionen näher zu kommen und Ihren Umsatz anzukurbeln. Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihrem Start mit WhatsApp Campaigns zu unterstützen.